Hallo. Du hast daneben gegriffen. Ich habe daneben. So, servus. Willkommen zum zweiten Q&A, Frage-Antwort-Video. Eine Woche später. Ja. Ich hoffe, ihr habt die Woche gut rumgebracht. Ihr habt euch sicher schon gefragt, womit ich die ganze Zeit herumspiele. Wir hatten nämlich eine Frage, was ist unser Lieblingsreisegadget? Vielleicht so etwas, woran noch niemand gedacht hat. Und es ist tatsächlich dieses hier. Ja. Das haben wir im Viererpack für 2 Euro oder so im Bauhaus gekauft. In Feldkirch. Ja, und es ist für so viel gut. Man kann damit alles aufhängen, man kann damit die Schuhe fixieren und dann auf die Leiter beim Dachzelt, also so. Es ist eine bessere Wäscheklammer einfach, Ja. die mehr Kraft hat. Und es ist, ich finde, ich verwende es ein bisschen wie Duct Tape. Also für alles, wenn ich etwas improvisieren möchte, denke ich zuerst an Duct Tape, dann an WD-40 und dann an diese Klammern. Wir haben leider eine verloren, aber wir werden sicher noch ein paar mehr kaufen. Die sind echt praktisch. Ja. Und in Kombination nämlich mit dieser Wäschleine, die wir hier im Fahrzeug gespannt haben, permanent. Weil wenn Sachen halt nass sind, kann man sie halt schwer wo aufhängen, wenn man unterwegs ist. Das ist wirklich eigentlich schon oft als hilfreich erwiesen, wenn halt Sachen nass sind und man fährt, dann hängt man sie einfach auf. Man sieht halt nicht mehr so gut raus hinten, aber ja. Das ist eine Seltenheit, dass man bei einem Camper hinten rauszieht. Das stimmt, ja. Also das ist wirklich auch eigentlich etwas, was so eine Kleinigkeit ist, das den Alltag auch wirklich sehr erleichtert. Was uns die Leute immer fragen, welches Walkie-Talkie wir verwenden, es ist das Motorola T80 nicht Extreme, weil die sind gelb. Und wir sind super zufrieden damit. Wir verwenden es vor allem, wenn jemand aussteigt, um zu filmen. Das ist einfach auch so cool. Also, abgesehen davon, dass es wirklich nützlich ist, wollte ich eigentlich zuerst ein Funkgerät, bevor ich wusste, wofür ich es verwende. Ich wollte nicht, dass es wie ein Spielzeug aussieht, aber auch nicht so, dass es so aussieht, als würde ich jetzt den Mount Everest erklimmen und irgendwie auf eine Teamkommunikation angewiesen sein. Und das T80 Extreme, das ist halt so das Nonplusultra, aber ich finde, das ist einfach schon too much. Und das ist halt auch ein bisschen teuer dann. Ja, und das ist einfach trotzdem spritzwasserdicht und stoßfest. Es ist schon ein paar Mal runtergefallen und es funktioniert noch immer super. Ja, voll. Ist halt grau, schlicht und das passt. Also, das ist wirklich super. Und wenn ihr das über unseren Amazon-Link bestellt, dann bekommen wir Prozente. Ja, ohne dass ihr zahlt gar nichts mehr. Gut. Wie macht ihr das mit den nicht so netten Kommentaren? Zuerst vorab, Karin beantwortet nämlich fast alle Kommentare. Ja. Also manchmal, wenn es etwas ist, wofür wir beide stehen mit der Antwort, dann fragen wir uns schon gegenseitig. Ja. Oder wenn es halt was mit der Batterie ist, frage ich natürlich den Dani, er soll das beantworten. Ja. Aber Danke sagen tut die Karin eigentlich meistens. Ja. Deswegen kriegt sie auch eher die Hasskommentare ab. Genau, ja, ich lese halt zuerst und dem Dani, den geht das so überhaupt nicht nahe und mir geht das schon ein bisschen nahe, aber ich habe mal das gelesen und das heißt halt, wenn man vor versammelter Familie das Kommentar laut vorlesen kann. Am Esstisch. Ja, ohne dass man rot wird, dann ist es halt Meinungsfreiheit und okay. Und wenn nicht, wenn einem das ganz komisch vorkommt, dann ist es halt einfach nur Hate und dann ist es auch okay, das zu löschen. Ich lese mir das durch, wenn ich es berechtigt finde, dann nehme ich es mir zu Herzen und dann wird es einfach komplett aus der Welt gegriffen. Also wir probieren meistens zu antworten und halt... Ja. Voll, wir haben eigentlich eine Liste aufgeschrieben. Ja, wir haben eine Liste mit allen Hate-Kommentaren. Die sind lustig. Wollen wir sie vorlesen? Das ist ein extra Video. Das ist super. Okay, also Karin und Daniel lesen ihre Hasskommentare. Genau, das ist wirklich lustig. Okay. Nächste Frage, fühlt ihr euch oft unsicher? Das finde ich eine interessante Frage. Ja. Weil also ich bin ein bisschen ängstlich, aber ich habe immer so Angst vor irrationalen Sachen. Zum Beispiel, wenn Vollmond ist, habe ich Angst vor Werwölfen. Ja. Aber ich habe nie Angst vor echten Sachen, dass da ein Räuber ist oder so. Also wenn es zum Beispiel im Wald raschelt, dann denke ich mir halt, möchte uns jetzt jemand überfallen? Die Karin denkt halt, ob es die Elfe mit dem Pilz tanzt. Und wir fühlen uns halt beide manchmal so ein bisschen unsicher. Ja. Aber dadurch, dass die Karin eher der Ruhepol ist, was die Angst betrifft und sie sich eigentlich nie fürchtet oder es nie zeigt, ist es eigentlich recht angenehm, weil man dann trotzdem, verbreitet sich keine Panik. Ja, man muss da einfach auch an die Wahrscheinlichkeit denken, weil wenn wir in einem Wald sind, wo niemand ist, dann wird auch niemand Krimineller sein. Also wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass da überhaupt jemand vorbeikommt und dass der sich dann auch noch denkt, die überfalle ich jetzt? Also das passiert doch nicht. Ja, also es ist wirklich, wirklich unwahrscheinlich. Ja. Und es ist halt immer so, wenn wir Leute treffen, sobald wir mal mit ihnen gesprochen haben und die merken, dass wir normal sind und nicht sie nicht überfallen wollen und ihnen nicht da was zerstören wollen oder so, dann sind die immer so nett. Ja, also es ist halt einfach sich gegenseitig ein bisschen unsicher sein und dann spricht man halt und merkt, okay, das ist ein normaler Mensch und dann passt das. Generell auch finde ich, wenn ich
mir früher eben gedacht, so wild zu stehen und so, ist es halt, wenn man zu Hause sitzt und sich das durchdenkt, ist es, glaube ich, ein bisschen anders, als wenn man dann einfach das macht und dann anhand dieser Erfahrung, die man dann auch macht, eigentlich, wenn man wo ist, wo niemand ist, dass dann halt wirklich auch niemand anderer dort ist. Also manchmal stehen wir schon auf Plätzen, wo ich mir denke, also wenn ich in der nächsten größeren Stadt wohne und irgendwie einen super geheimen Waffen- und Drogendeal abwickeln würde, dann würde ich von der Stadt genau hierher fahren. Das macht mich dann so ein bisschen unwohl fühlend. Aber warum sollten die uns was Negatives wollen, nur weil sie Drogen verkaufen? Ja, eh. Aber ich habe mich gerade an den Marokkaner erinnert, der angeklopft hat und die Weinflasche also gefragt hat, ob er eine Weinflasche haben kann. Und ich war nur so, ich bin so müde, lass mich einfach schlafen. Und dann habe ich mich schon ziemlich aufgeregt. Und ja schon, vor allem es hat halt involviert, dass ich runtergehen muss. Es war halt stockdunkel. Man kennt halt die Person einfach nicht. Ja. Aber das war auch kein Problem. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man das ein bisschen... Es ist schwer, wenn wir sagen, wenn man es naiv angeht, aber weil viele sagen, dass wir es naiv angehen. Ja, aber wir sind extrem naiv. Also aber halt aus unserer Sicht, wenn man es naiv angeht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man unangenehme Erfahrungen hätte beim Wildstehen. Ich glaube, man muss sich einfach auf sein Bauchgefühl verlassen. Aber apropos negative Erfahrungen, wie ist das mit den Handtüchern? Natürlich, ja. Hat sich der nochmal gemeldet? Nein. Er war einfach damals so erzürnt, und deswegen waren wir auch ein bisschen angespannt, ob wir jetzt dann von Kreta aufs Festland fähren können, weil es da auch meistens so eine Identitätskontrolle gibt. Ja, und wir dachten uns halt, was ist, wenn der uns wirklich angezeigt hat? Ja. Weil ich glaube, der hat das wirklich geglaubt. Ja, ich glaube schon, dass er fest über die Überzeugung war, dass wir diese Handtücher gestohlen haben. Ja, es ist auf jeden Fall jetzt sehr praktisch, weil wir müssen halt nie Wäsche waschen. Wir können es einfach immer wegschmeißen danach. Falls jemand Handtücher braucht, in eine neue Wohnung zieht oder sowas. Ja, wir haben ungefähr 500 Stück noch. Ja. Geheim gebunkert in einem Olivenhain auf Kreta. Vergraben. Falls die kretische Polizei anschaut, wir haben keine Handtücher gestohlen. Okay, nur dass das für ein und alle mal klar ist. Ja. Nächste Frage. Was hat euch am meisten geärgert? Dass ich im Schwimmbad in Glasgow nicht duschen durfte. Das war wirklich was. Es ist halt schwierig, eine öffentliche Dusche zu finden. Das ist halt manchmal schwierig, wenn man nicht am Meer ist. Ja. Und der Dani wollte im Schwimmbad duschen gehen und wir haben halt keine Badesachen mit, weil wo wir schwimmen gehen ist eh niemand. Und er wollte halt in Unterhose duschen und das war ihm einfach nicht erlaubt. In einer normalen Unterhose. Nicht in einer auffälligen Unterhose, einfach in einer normalen Unterhose, die genau dasselbe bedeckt, genau denselben Zweck erfüllt, genauso eng anliegend ist, einfach genauso wie eine Badehose, nur aus einem anderen Stoff ist. Gut, auf jeden Fall habe ich mir dann ein Ticket gekauft und wollte einfach in dem Schwimmbereich, die Duschen waren neben dem Schwimmpool, und wollte einfach dort duschen, und da ist ein junges Mädchen geschwommen im Pool und ein alter Mann. Und eben die Schwimmaufsicht ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich kann in Unterhose hier mich nicht im Badebereich aufhalten. Ich so, ich möchte nur duschen, dann bin ich wieder weg. Und so, nein, das geht nicht. Sie können nicht mit der Unterhose, mit dem Fabric, mit dem Stoff, da können sie sich nicht im Badebereich aufhalten. Und das hat mich so geärgert. Und dann, ich meine, sie haben mir trotzdem netterweise ermöglicht, im Fitnessbereich des Etablissements zu duschen. Aber sonst, wieso? Was mich auch einmal geärgert hat, ist, dass wir in Frankreich an einem Campingplatz vorbeigefahren sind und ich habe sie auf Französisch gefragt, ob wir unsere Kanister auffüllen dürfen mit Wasser, und sie hat gesagt, nein. Also, es kostet den Campingplatz nichts, unseren Kanister auffüllen zu lassen. Gut. Nächste Frage. Die Aufkleber hinten. Wie habt ihr die bekommen? Was ist das? Wo kann ich sie kaufen? Also es ist so, dass ich mir das quasi so vorgestellt habe im Kopf und es kannte mir niemand das verkaufen, was ich wollte. Und deswegen habe ich mir einfach bei Photoshop eine Datei gemacht, wo alle Flaggen drauf waren, die dann gespiegelt und mir sie dann von Aufkleber selber gestalten 24.de oder sowas drucken habe lassen, dass wir sie eben von innen an die Heckscheibe kleben können. Und sie dann einfach ausgeschnitten. Alles zusammen hat so 48 € gekostet oder sowas. Und wenn jemand diese Datei haben möchte, weiß nicht, vielleicht schicken wir sie per E-Mail oder sowas. Ja. Ja, also wir wollten einfach, dass das alles gleich hoch ist. Und dann hat das ganz genau gemacht mit den Proportionen, weil sonst kann man sich die ja auch kaufen irgendwo. Aber wir wollten das halt schön. Ja, und es war auch so ausgemessen, dass es ungefähr alles in die Heckscheibe passt. Und auch ist es halt wirklich so, dass manche Flaggen, zum Beispiel Ungarn, Kroatien sehe ich jetzt da, sind breiter und Dänemark ist zum Beispiel viel schmäler. Und diese Proportionen sind einfach halt so, wie es ist.
aus irgendeiner Norm oder Gesetz, keine Ahnung. Wie waren die Leute, denen wir begegnet sind? Waren die eher reserviert gegen uns gegenüber oder war das leicht, Kontakt zu haben? Und ich glaube, dass wir einfach sehr reserviert sind anderen Menschen gegenüber. Und dass wir, wenn wir halt so lange zu zweit sind und halt irgendwo im Nirgendwo und dann sehen wir wieder Leute, dann sind wir auch nicht so unbedingt die sozialsten Menschen überhaupt. Also nicht, dass wir dann unhöflich sind, aber wir suchen einfach den Kontakt nicht so sehr. Das ist eben der Unterschied, wenn man alleine reist und wenn man zu zweit reist. Zu zweit hat man schon das Team gefunden und ist, glaube ich, einfach von Haus aus weniger kommunikativ. Andererseits dann manchmal, wenn wir uns mit Leuten gut unterhalten konnten, dann haben wir das so richtig aufgesogen und so, ja, verbringt voll viel Zeit mit uns, weil sonst haben wir nur uns. Aber normalerweise haben wir halt den Kontakt nicht so sehr gesucht. Aber alle Leute, mit denen wir gesprochen wollten, haben auch mit uns gesprochen. Also. Und im Vergleich, glaube ich, haben wir einfach auch wenig Leute getroffen. Ja, also wir haben auch sehr wenig Schnittpunkte mit Einheimischen gehabt. Weil wenn ich von der Grenze zur Tankstelle in den Wald und dann wieder zum Supermarkt und dann wieder in den Wald fahre, dann ist halt einfach nicht so viel da. Stimmt, ja, wir waren halt in extrem wenigen Städten. Ja. Ist Fahren im Ausland schwieriger? Ja. Schon. Teilweise sind die Straßen abenteuerlich, was Schlaglöcher und ungekennzeichnete Bodenwellen betrifft. Und Rillen. Auch was Verkehrsobjekte auf der Straße betrifft, ist es manchmal abenteuerlich und halt was ganz anderes als in Österreich und Deutschland und der Schweiz. Es ist ein bisschen anders, man muss sich, finde ich, mehr konzentrieren. Aber und ein bisschen dran gewöhnen. Also wenn man dann 3 Wochen auf Kreta war, dann weiß man auch, dass die absichtlich eine dritte Spur eröffnen. Genau. Und einfach ein bisschen angepasst fahren. Und was ich auch finde, was ich gerade in Kroatien, aber sonst auch in vielen Ländern eben gesehen habe, ist, dass wenn eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist und man merkt halt, dass hinter dir schon so 10 Autos sind und du so der einzige Tourist bist, der sich da an diese 30 hält, dann würde ich einfach rechts ranfahren und die Leute vorbeifahren lassen, weil ich finde einfach, okay, wenn das für dich so sein muss, dann passt das, aber ich finde, man sollte nicht anderen Verkehrsteilnehmern ein Hindernis sein, nur weil man meint, dass man diese Regel einhalten zu müssen. Gut, in diesem Sinne war es das für das zweite Q&A. Wir haben immer noch ganz viele Fragen, die wir beantworten möchten. Und falls ihr noch welche habt, die nicht beantwortet worden sind und die noch nicht gestellt habt, einfach unten schreiben. Bis nächste Woche Mittwoch, 16:30 Uhr. Und das DAE am Samstag nicht verpassen. Und Baba.